Wir starten rein mit den YouTube-Updates mit visuellen Anleitungen im Shorts-Editor. Das ist natürlich eine ganz hervorragende Geschichte für euer Smartphone. Wenn ihr Shorts kreiert, dann wird da, wo zum Beispiel wichtige UI-Elemente wie der Like-Button oder der Kommentar-Button oder auch der Titel ist oder auch an den Seiten entsprechend schraffierte Linien dargestellt, wenn ihr versucht, da entsprechende UI-Elemente drüber zu packen, wie zum Beispiel einen Short-Sticker oder Text, den man über das ganze Ding drüber legen möchte. Finde ich, ist eine sinnvolle Geschichte, ne? Deswegen könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr da Bock drauf habt, falls ihr den Shorts-Editor nutzt. Ne, die meisten nutzen ja eigentlich den Shorts-Editor nicht, schneiden den Kram am PC und laden es dann hoch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das irgendwie weiterhelfen wird. Gut, dann als nächstes ein neues übersichtliches Design bei Video Copyright Details. Also Urheberrechtsverstöße, ne, oder Ansprüche. Da seid ihr natürlich alle außen vor. Ihr seid vorbildlich, kümmert euch vorher um eure Lizenzen, denn dann kommt es auch gar nicht so weit. Die Neuerung hierbei ist eine neue Zeile praktisch in der ganzen Geschichte, die halt Funktionseinschränkungen darstellt. Hierbei geht es im Speziellen jetzt um die sogenannten Shopping Tags bzw. Einschränkungen bei Shopping Tags. Das heißt, man kann dann eben nicht mehr sagen, wir haben ein Produkt XYZ, an dem wir vielleicht umsatzbeteiligt wären, und diese Umsatzbeteiligung fällt dann entsprechend auch flach. Finde ich, ist eine sinnvoll weitergedachte Geschichte. Nicht, dass man sich jetzt irgendwie mit Musikvideos oder was auch immer dann versucht, Affiliate-Content, Umsatz zu generieren. Entsprechend kann ich hier eigentlich auch nicht meckern. Aber da ihr den Kram sowieso alle nicht seht, weil ihr vorbildlich seid, machen wir auch direkt weiter. Und zwar eine Möglichkeit für Benutzer, Endscreens auszublenden. Das heißt, es haben ja manche Creator so die Angewohnheit, einen Endscreen zu haben, wenn das Video noch läuft und dann trotzdem noch weiter zu erzählen oder vielleicht noch Grafiken einzublenden, aber dann ist da schon praktisch das hier nächstes Video schauen, der Button drüber, und das kann man jetzt halt einfach als Zuschauer ausblenden, ne? Ist standardmäßig aber ausgestellt, das heißt, dem Zuschauer werden standardmäßig die Endcards ausgeblendet, und soweit ich das gesehen habe, ist das auch nur für das eine Video so. Das heißt, danach wird es wieder eingeblendet, ohne dass der User das wieder anschalten muss. Ich finde, das ist eine sehr sinnvolle Geschichte, ne? Für Nutzer, einfach für die Usability. Schaut bitte einfach mal, ob aus euren Traffic Sources, also aus euren Traffic-Quellen, ne, also woher eure Aufrufe stammen, ob da viel Endcards dabei sind und wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen mehr unter die Arme greifen wollt und etwas Daten bereitstellen wollt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt, ne, wisst ihr Bescheid. Gut, dann haben wir etwas, was hauptsächlich große Creator gerade bekommen. Keine Sorge, das wird auch irgendwann ausgerollt für die anderen. Es ist tatsächlich ein Experiment, und zwar für ein KI-Protection-Tool. Oder ein KI-Schutztool sozusagen. Es ist eine Einwilligung, dass man praktisch ein Video-Selfie von sich an YouTube schickt, damit diese das nutzen können, um eine KI zu trainieren, die dagegen vorgehen soll, dass das eigene Bild irgendwo anders benutzt wird, ohne das Einverständnis. Praktisch so eine Art Content-ID, aber mit eurem Gesicht. Finde ich prinzipiell eine sinnvolle Geschichte. Ich finde auch gut, dass sie das halt nicht automatisch machen und ne, dass man halt da sein Selfie halt einschicken muss. Und wenn ihr halt darauf Zugriff habt, könnt ihr euch gerne überlegen, ob ihr das machen wollt. Ich finde es eine sinnvolle Geschichte. Ne, und sie haben auch da deutlich klargestellt, diese Trainingsdaten werden halt auch nur für dieses Schutzprogramm genutzt und nicht für irgendwelche anderen Programme. Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz sinnvolle Geschichte. Zu guter Letzt haben wir dann noch eine kleine Designänderung bei der Membership-Seite. Da wird euch praktisch, wenn ihr am Handy seid und auf Memberships geht, wird euch halt angezeigt, welche Vorteile ihr freigeschaltet habt, ob zum Beispiel, dass dann Emotes dabei sind oder ähnliches. Ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, muss man, glaube ich, auch nicht weiter groß drüber reden. Ist halt auch eher userorientiert, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr Memberships anbietet, ne, könnt ihr euren Nutzern natürlich auch mal sagen, hey, guckt doch mal am Handy auf dem Memberships-Tab vorbei und sagt mir, was ihr davon haltet. Das sollte auch demnächst ausgerollt werden. Gut, falls ihr noch weitere Fragen zum Thema YouTube habt, gerne damit in die Kommentare. Ich frage natürlich für euch nach. Wir haben auch demnächst wieder einen Livestream. Das heißt, falls ihr auch da Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Nächste Woche haben wir noch ein Meeting mit YouTube, wo wir dann solche Fragen klären können. Wisst ihr Bescheid? Und ich würde sagen, bis dahin macht's gut und haut rein.